Ja, jetzt haben wir schon mehrmals auch über Reflexion geredet beim ePortfolio führen, aber was meint das eigentlich genauer? Reflexion hilft, effektiver zu planen und durch Nachdenken das Lernen zu verbessern. Damit ist Reflexion ein Prozess, der vom Tutor oder vom Dozenten angeregt wird und auf die eigenen Bedürfnisse ausgerichtet ist. Man sollte sich also als Lernender, wenn man reflektiert, beim ePortfolio führen, immer folgende typische Orientierungsfragen stellen: Was habe ich bisher gelernt? Wo stehe ich heute? Und was sollen meine nächsten Schritte sein? Mit Reflexion ist aber auch die Entwicklung und Förderung wichtiger Fähigkeiten und Kompetenzen verbunden. Zum Beispiel eben, sich eine eigene Meinung zu bilden, diese auch auszudrücken und verteidigen zu können, die Meinung anderer zu unterstützen und zu kritisieren, eine Klärung zu suchen oder auf den Meinungen anderer aufzubauen und schließlich auch die Meinung und ein bestimmtes Faktenwissen voneinander trennen zu können. Und viele sehen daher besondere Potenziale in einem persönlich geführten Blog, der maßgeblich zur Reflexion beitragen kann. Nach Professor Baumgartner von der Donau-Universität Krems zum Beispiel führt das Posten vieler aufeinanderfolgender Beiträge in einem Blog zum Aufbau einer umfassenden Lernsammlung, die den Lernprozess widerspiegelt. Ein Weblog als Teil des ePortfolios ist damit besonders wichtig, um erstens den Lernprozess selbst zu steuern und dies auch dem Lerner zu gewährleisten und zweitens auch eigenständig Markierungspunkte zu setzen als Lernprodukte im Prozess. Ja, diese Potenziale für Weblogs sollen jetzt nochmal genauer dargestellt werden, indem wir erstmal erklären, was ist ein Blog? Wenn wir von einem Weblog oder kurz Blog sprechen, dann meinen wir eine Art Online-Journal, vorrangig in Textform, das sich eben durch häufige Aktualisierung, Links und Bilder auszeichnet. Autoren oder Blogger veröffentlichen hier Informationen, die sie als besonders interessant für ihr eigenes Leben oder für die Community, die den Blog liest, erachten. Die Bezeichnung selbst setzt sich zusammen aus den Begriffen Web für Internet und Logbuch, welches eben die häufige Aufzeichnung von Ereignissen meint, die sich mit den eigenen Gedanken oder Gedanken anderer, bestimmten Themen usw. beschäftigen können. Oft wird dem Weblog auch eine gewisse Ähnlichkeit zu einem Tagebuch nachgesagt, wegen der häufigen Aktualisierung und der Datumsangabe, aber das oder der Blog geht inhaltlich eigentlich über persönliche Ansichten hinaus, indem es eben auch externe Quellen und damit auch eine Verbreitung und Weitergabe von Wissen ermöglicht. Die Gesamtheit der Blogs wird auch als Blogosphäre bezeichnet. Das sind also verschieden vernetzte Communities, in denen ein Thema manchmal über viele Blogs hinweg in eine Welle getragen werden kann. In Anlehnung an Mandy Schiefner vom E-Learning Center der Uni Zürich gibt es eigentlich 7 Dinge, die man über Weblogs wissen sollte. Erstens, die Beiträge sind zunächst in umgekehrt chronologischer Reihenfolge angeordnet, also vom aktuellsten Beitrag ganz oben oder zu Beginn einer Website ausgehend bis zum ältesten Beitrag. Jeder Beitrag verfügt über einen sogenannten Permalink. Ein Permalink, das ist eine eindeutig zugewiesene, permanente Webadresse für jeden einzelnen Beitrag im Blog. So kann ich einen bestimmten Beitrag, der mir wichtig ist, mit genau der URL, mit der Adresse auch wieder aufrufen und die damit auch als Bookmark abspeichern oder in meinem eigenen Blogbeitrag verlinken. Er wird meist nicht so richtig explizit angezeigt, aber wenn ich den Titel eines Beitrags anklicke, dann kann ich ihn in der Browser-URL-Zeile ablesen. Müsst ihr mal ausprobieren mit einem Blog. Drittens können Kommentare zu jedem Beitrag von Außenstehenden ergänzt werden, zum Beispiel mit einer bekräftigenden oder einer kritisierenden Meinung, mit weiterführenden Links und so weiter. Das fördert den Wissensaustausch und die Meinungsvielfalt, kann zu Diskussionen anregen und es können neue Kontakte geknüpft werden. Es gibt die Möglichkeit, von Weblog zu Weblog Verbindungen zu knüpfen, indem man einen sogenannten Trackback setzt oder einen Pingback erzeugt. Das sind erstmal etwas komische Begriffe, aber ist eigentlich recht einfach. Trackback oder Pingback basieren auf den Browseradressen, ausgehend von einem anderen Blogbeitrag und werden wie Kommentare auch unten am Beitrag angezeigt. Ja, ein Pingback bzw. ein Trackback funktioniert so, dass ich einfach auf den Beitrag eines anderen verlinke und bei ihm dann angezeigt wird, dass ich ihn verlinkt habe.
Außerdem gibt es in einem Blog auch eine sogenannte Sidebar. Das ist die Seitenleiste, ein Seitenstreifen, in den ich ganz viele verschiedene Zusatzfeatures einbauen kann. Das werdet ihr bei eurem Blog auch feststellen. So sollte man im Blog unterschiedliche Kategorien einrichten, nach denen man die Beiträge thematisch einteilt, und man kann jedem Beitrag auch sogenannte Schlagworte vergeben, sogenannte Tags, die in einem Beitrag vorkommen und ihn dadurch gegenüber den Kategorien noch genauer bestimmen. Dann ergibt sich meistens in der Sidebar eine sogenannte Schlagwortwolke, eine Tag Cloud. Und man kann in der Sidebar auch noch ein Stichwortsuchfeld, einen Kalender, verschiedene Links zu Artikeln oder Seiten und eine sogenannte Blockroll integrieren. Eine Blockroll ist eine Liste von benachbarten Blogs. Also Blogs, die mir besonders gut gefallen oder die dasselbe Thema aufgreifen, die kann ich dort hineinfügen und so kann jeder auf diese auch zugreifen. Außerdem sollte ein Blog auch über ein Minimum an statischen Seiten verfügen. Dort stellt sich der Blogger kurz vor oder er präsentiert ein Thema, das durch mehrere Blog-Einträge gewachsen ist, und es sollte natürlich auch rechtlich bedacht werden, dass man ein Impressum in jedem Blog findet. Zum Schluss ist noch festzuhalten, dass Weblogs sehr stark durch Subjektivität geprägt sind. Meist wird ja die subjektive Sicht eines oder mehrerer Autoren zu einem Thema dargestellt. Ein Blog kann also auch dazu ermutigen, eher spontan etwas zu veröffentlichen, das vielleicht noch nicht perfekt oder bis ins Kleinste durchdacht ist, sondern eben nur Gedankenblitze oder kleine Ideen widerspiegelt. Soviel zu den Bestandteilen von Weblogs. Wenn ihr euch gern mal ein paar Beispielblogs anschauen wollt, von Studenten der AMW, kann ich euch zum Beispiel kcomplex.edublogs.org empfehlen. Das ist eine Studentin im 5. Fachsemester, die jetzt gerade ihr Praktikum angeht und dort immer fleißig drüber berichtet. Oder auch das Weblog Worte sind Kunst, Leben ein Kunstwerk. Hier bloggt eine Studentin im 3. Fachsemester, die jetzt ihren Anwendungsbereich damit begleitet und auch letztes Jahr im Seminar Elektronische Dokumente ihr Projekt damit intensiv begleitet hat. Also schaut euch die Blogs doch am besten mal an und guckt, ob euch was gefällt. Und integriert es auch bei euren Blogs. Dann bedanke ich mich mal für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Online-Tutorial. Tschüssi!